Hey Leute und herzlich willkommen zu Kommentiert, ein RPG-Abenteuerspiel, was seit dem 13. März 2015 draußen ist und bis jetzt sehr gute Kritiken bekommen hat. Deswegen werden wir das gute Spiel heute mal bei uns zocken. Ich mache mal kurz weiter und drücke mal auf Spielstand 1. Ich habe das Spiel noch nicht angefangen oder ausprobiert. Das heißt, wir werden alle gemeinsam in das Spiel hineinschauen. Und ich würde sagen, ich werde es jetzt einfach mal starten. Es soll mehrere Lösungswege geben und wir können zwischen drei, sag ich mal, Bereichen aussuchen. Ich bin gespannt, wann die kommen werden. Ich drücke auf jeden Fall jetzt ein neues Spiel und sehen, was auf uns zukommt. Stop! You're not getting anywhere with this, Von Borchert. You know, I kind of get the same feeling, my dear Sarah. Listen. Nothing. Not a sound. No one's coming to save you. That's what you think. The Golden Order knows exactly where we are. By the time your ridiculous secret society turns up, I'll be long gone. As for you, nothing will remain of your body. If you touch a single hair on my mother's head, I'll skin you alive. You know, Louis, I have no intention of beating your dear mother. There are more persuasive ways of making you talk. You've stolen something from me that I intend to get back. Where have you hidden it? Von Borchert, you can't sell that book on the black market anymore. This is finished. We know you're planning on selling at one of Lord Mortimer's parties. All right? Just tell us who the buyer is and we can make a deal. You've no idea of the trouble you've gotten yourselves into. Oh, but you will tell me where it's hidden. I can promise you that. Stop annoying our host, Louis. Son, didn't what happened to you in Rome teach you anything? Just a few more minutes and my concoction will be ready. With this, your bodies will dissolve in less than 4 hours. You'll see. It loosens tongues in no time. You know, I have to admit, Mother, the only thing you've ever taught me is that damn motto of yours. Always remain rational. And open. I got it. I've opened our shackles. Draw him over here. I'll take care of him. Von Borchert! Von Borchert! Listen. Let's make a deal. I'll tell you where the book is if you let my mother go free. Oh, what are you playing at? Don't worry, Mother. You want to play the hero. Pity you're not in any position to do so. For the last time. Where is Al-Azif? Let me do this. Trust me. Oh Gottes Willen, wir dürfen auch entscheiden. Handeln wir jetzt oder, oh Gottes Willen, oder vertrauen wir ihr? Ich vertraue ihr einfach mal. Please, be my guest, Mother.
done, Louis. You reacted perfectly. How do you feel, Mother? Couldn't be better. He's alive, so I can question him after we get back. Pity he's just a middleman. Means I haven't finished with this case. Oh, I had a feeling you'd be running off on one of your adventures again, Mother. You know what? I'm warning you. This time, I'm coming with you. No. Even though you impress me more and more, I have to do this on my own. Mother, you're no spring chicken anymore. Come on, let's go home. And don't forget to send our men to tend to von Borchardt. Well done, Mother. You just had to pick up von Burchardt's trail on your own, didn't you? You ditched me in Paris with no explanation, and off you go to infiltrate one of the world-renowned receptions of this Lord Mortimer? And now he writes me to say that you've gone missing on his private island? Which, by the way, looks more like a big rock than a paradise island. Hogwarts. Harry Potter Teil 8 oder so. The least he could do is explain to me how he managed to lose you. In any case, it is time for you to stop all this, Mother. It no longer suits your age. Well, I'm sure I'll find you once again, slogging through the caves beneath the island, searching for some long-lost mystical object that you just can't live without. I'm already hating this trip, and all I've done is think Contrary about to it. what one may be able to imagine, it was not the host himself who invited me. Well now, Duchess, we find ourselves both invited by Sir Holm. Well, how very amusing. Perhaps we have some common interests, Your Eminence. Is this your first time at one of Lord Mortimer's legendary parties? Oh no, we have been friends since long ago. But as I'm doing some business with Sir Holm, the invitation came from him. Well, I simply can't wait for all the festivities to begin. And you, good sir, what brings you here? Ich will nach Hogwarts. Was bringt uns denn hier hin? Persönliche Gründe oder Geschäftsbeziehung mit Lord Moti? Ich mach mal persönliche Dinge. Your Eminence, with all due respect, I prefer to keep my reasons for coming here to myself. I promise, it has nothing to do with the legendary party that you all appear to be preparing for. Believe what you will, my son. However, everything is related to the legendary parties organized by our host. Yeah, I'll be the judge of that, Cardinal. Anyway, consider yourself fortunate, young man, because there are many who dream of simply one day setting foot on this island, and only a very few ever make it. Indeed, I imagine this must be your first time here. That's right. Until now, I've never been invited by Lord Mortimer. You'll see. You won't soon forget it. Given what I've seen so far, I wish I'd been passed over. Come, Duchess. They are waiting for us. We're moving, Monsieur de Richet, if you would like to join us. I'm coming, Duchess. A cardinal? A duchess? I wonder if all the guests here are this prestigious. If I'd known, I would have gone for a better suit. Are you all right?
Mother? Oh shit, your hand! So, Okay, it's done. did you put it in a safe place? Yes. I made sure no one was following me. Don't worry, Sarah, no one's going to find it. Are you absolutely sure? Yes, I'm sure. Right. Just one thing left to do. No, Mother, no, don't! What? Have you lost your mind? There's no other way. If you kill me, you won't find it. That is the point, my dear. No one must ever put their hands on it again. No. But I trusted you. No, Sarah. Don't. No. No! You can run if you want to, Sarah, but you will pay. Hugh. Louis, are you all right? What's going on? Here, take this. I'm sorry. Keep it. Are you better? I'm fine. Don't worry. It's getting late. Why don't you go on ahead and I'll catch up with you, okay? Are you sure? Yes! I'm sorry. I'm sure, yes. Fine. I definitely have to find Mother quickly. Am I going crazy or what? This can't be real. The Duchess arrived with me. What's happening to me, for God's sake? I absolutely need to find you, Mother. Ich sehe bis jetzt noch nicht so richtig durch. War das jetzt eine Vision? Sind wir ein Hellseher? Oder hat uns einfach die Oberweite der jungen Herzogin Nasenbluten verpasst? Ich weiß es nicht. Wie kann ich rennen? So auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ich muss ganz easy zum Herrenhaus laufen. Herzogin, Sie sollten flotten Schrittes weitergehen. Louis, during the trip, I had something I wanted to ask you, but we didn't happen to run into each other. Yes, Duchess? I'm not sure if you remember, but we've met before. At that time, you were of two minds as to your choice of career. Tell me, what have you been up to since? Sehr unanständige Sachen. Wähle deine Klasse. Da hätten wir einmal Diplomat. Der Diplomat hat seine Stärken in gesellschaftlichen Dingen. Als versierter Redekünstler umschifft er alle Konversationsklippen und kann seine Gesprächspartner nach Belieben überreden, ohne sie vor den Kopf zu stoßen. Sein liebstes Feld ist das der Politik. Okkultist. Der Okkultist ist ein Meister der Täuschung. Überzeugt davon, wie bedeutend Wissen ist, hat er sich umfassende Fachkompetenzen in allen Dingen angeeignet, die die Wissenschaft und Kunst betreffen. Es macht ihm nichts aus, andere Personen auszunutzen, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Okay, mit der Auswahl deiner Klasse... Achso, das gehört nicht dazu. Und der Detective. Der Detective lässt bei Nachforschungen... glänzt bei Nachforschungen. Er ist geübt darin, selbst das kleinste Detail in seiner Umgebung und bei den Personen, die er befragt, zu entdecken. Als zu packender Typ hat er keine Scheu davor, die Dinge direkt anzugehen. Oha, hört sich ja alles wunderbar an. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja für den Detective. Wegen so ein bisschen Sherlock Holmes. Ja, da denke ich an das Spiel zurück. Möchte ich gerne den Detective sein. Zwar sind die anderen auch sehr interessant mit den Redekünstlern hier. Politik, Etikette, Sprache, Überzeugung, Ablenkung, Manipulation, Okkultismus, Belesenheit, Wissenschaft, Heimlichkeit, Befragung, Aufmerksamkeit, Psychologie, Gewandtheit, Logik.
Verdammt, die sind alles... Die sind alle wirklich interessant. Ablenkung. Manipulation, Okkultismus, Belesenheit, Wissenschaft, Heimlichkeit. Ich schwanke zwischen den beiden. Und Logik. Der Auswahl deiner Klasse legst du deine Hauptfertigkeit fest. Die anderen Fertigkeiten stehen dir zwar ebenfalls zur Verfügung, aber um sie zu erlangen, musst du Fertigkeitspunkte investieren. Ach, die kann man investieren. Ah, okay. Dann würde ich für den Detective gehen, nämlich, dann können wir den Redekünstler eigentlich freischalten. Ich mache den Detective. Detective, schalte die folgenden Fertigkeiten frei. Befragung. Befragung, freie Befragung, Aufmerksamkeit, Logik, Psychologie, Gewandtheit. Du verfügst jetzt über 7 Konzentrationspunkte für deine Fertigkeiten. Aufgrund deiner Vergangenheit erhältst du eine Manipulation. Aufgrund Vergangenheit Psychologie. Die Punkte haben wir schon. Was habe ich denn gemacht? Ich habe 7 Punkte. Ich kann die jetzt... Aufmerksamkeit. Was haben wir? Deinen wachsamen Augen entgehen selbst kleinste, die wichtige... Werde ich mal hier einzeln machen? Wo sehe ich eigentlich meine ganzen Punkte? Ich habe 7 Punkte. Hier kann ich auch... Ach, Fertigkeit wird nicht beherrscht. Das muss ich, glaube ich, freischalten. Was haben Ablenkungen? Ich muss mal kurz... Ah, okay. Machen wir einmal hier noch Logik. Und ich habe 0 Punkte. Ich würde sagen, ja, okay, lassen wir erstmal so. Bestätigen. Lassen wir erstmal so. Und schauen. Well, over the last few years, I've solved a number of crime cases. Like the chauffeur d'Angers, for example. Thieves that torture their victims with burning embers. Charming. How did you catch them? I told the most cowardly one that the others had given him up. Ah, and I wager your thief suddenly started to talk. You wouldn't believe it. He told us everything. The jobs, the stashes, the names of his partners. Couldn't shut him up. I heard about that case, but I didn't know you were the one who solved it. I'm flattered that the news made it across the channel. And you've got a darn good memory, Duchess. Well, they say I have the memory of 2 people. But please, call me Emily. Fine, Emily. Tell me, I was actually helped on that case by my mother. You wouldn't know her by any chance? Wait, Louis. We've already met. You do remember me, don't you? Nein, aber ich lüge sie besser an. Nö, wir sind mal ehrlich und sagen leider nicht. Please excuse me, madam. I'm sure we've met before, but I don't remember where. I appreciate your honesty, even if it's not very flattering for me. I imagine that with your beauty, madam, it's the first time a man hasn't remembered your face. Well, I must say you make up for yourself rather elegantly. Please stop torturing me. I'm completely at your mercy. Where have we met? 4 years ago, in London? No. Sorry, I don't remember. In the office of William Pitt. Remember? No? I'm so sorry, Emily, but I really don't remember you. Let's drop it, Louis. It doesn't matter. Right, time to go to the manor. Hinweissuche. Deine Fertigkeiten erlauben dir, versteckte Details zu entdecken. Wähle die am besten zur aktuellen Situation passenden Stellen aus, um versteckte Details zu offenbaren. Für die... vielleicht hätte ich sie anlügen sollen. Für die Hinweissuche werden keine Konzentrationspunkte fällig. Du musst lediglich die passende Fertigkeit besitzen, um zu entsprechenden Hinweisen... Okay. Oh.
I ask her a question, she answers with another. Is she playing with me? Persönlichkeit. Jede Person, die du auf der Insel triffst, hat ihre eigene Persönlichkeit, wodurch sie gegenüber manchen Fertigkeiten anfällig wird, anderen gegenüber hingegen immun bleibt. Um deine Ziele zu erreichen, musst du die Persönlichkeiten deiner Konversationspartner kennen. Wenn du eine Fertigkeit einsetzt, gegen die eine Immunität vorliegt, wirst du keinen Erfolg haben und zugleich in den Zustand erschöpft geraten. Was? Das bin ich jetzt schon. Nutzt du hingegen eine Schwäche mit der entsprechenden Fertigkeit aus, erhältst du einen Konzentrationspunkt zurück. Ach du Scheiße. Immunität und Schwächen kannst du im Bereich Notizen im Menü finden. Ach du meine Güte. Emily, please excuse my insisting, but you still haven't answered about my mother. Do you know her? You'll see, Louis. Everybody here knows Sarah de Richet. I don't know where we're going like this, Emily, but you're connected to my mother one way or another. And if I can believe my vision, you don't have much of a place in her heart. Talente. Talente erhältst du, indem du bestimmte Aktionen durchführst. Sieh dir die Bedingungen und Effekte der einzelnen Talente einmal genauer an, denn sie stellen interessante Verbesserungen dar. Du kannst deine Talente im Bereich Talente im Menü... Alles klar. Lasst mich mal kurz... du. Charakter, nicht Charaktere. Ach du meine Güte. Ja, okay. Punkte habe ich, glaube ich, nicht. Sprache hätte ich vielleicht machen sollen. Etikette müssten wir mal alles mal durchprobieren. Was ist das denn? Eigenschaften. Charismatisch. Vertrauensvoll. Du hättest einen Punkt in Manipulation. Ich sehe da noch nicht durch. Okay, bis ich hier durchsehe, haben wir das Spiel schon wieder durch. Immunität, Logik. Es ging die Logik. Immun. Wahrscheinlich durch Charme ist sie nicht mehr immun. Emily Husborough ist eine englische Herzogin mit engen Beziehungen zur englischen Krone. Ich glaube, das lese ich jetzt alles mal nicht vor. Das sind wir, das werden wir irgendwann mal machen. Wir laufen einfach mal weiter, würde ich sagen, und schauen uns noch ein bisschen hier oben. Gelee Royal. Stellt 2 Konzentrationspunkte wieder her. Du kannst nicht mehr als 5 bei dir tragen. Must be an incredible view from up there. Impossible to set foot on the island without being seen from 300 meters away. Ich muss mich eindeutig an die Spieltechnik hier noch dran gewöhnen. Da heißt das, wir verlieren. Kann das sein, dass es ein bisschen ruckelig ist, wenn ich hin und her drehe? Oder ist es allgemein das Spiel? Komme ich denn zu dir? Good evening, sir. May I ask your name, please? Louis Moras de Richet. Monsieur de Richet. Delighted to welcome you among us, sir. You must be Sarah de Richet's son. I must tell you we are doing our utmost to find your mother as quickly as possible. Sie müssen Sarah der Sohn sein. Ich weiß nicht, ja. What can you tell me about the disappearance of my mother? 2 weeks have passed since Sarah's mother went missing. All the staff here have since been busy searching every nook and cranny of the island.
But Sir may rest assured, we shouldn't be long in finding her. And just what have you found so far? It would seem that Sir's mother may be hiding on the island and regularly changing her location. But no one seems to know why she would find this behavior necessary. What do you mean? On several occasions, we have found leftovers of food, a few of her things, or even traces of campsites. The reason why we're searching the wharf again is because lights were spotted there last night. Where we are now? Indeed, sir. According to our information, lights were seen in the middle of the night, sir. After verification, none of the guests seem to have left the manor last night. We think that perhaps Sir's mother was here. Fertigkeiten. Fertigkeiten ermöglichen die unter Einsatz von Konzentrationspunkten einzigartige Entscheidungen und Aktionen. Je höher dabei die Stufe der Fertigkeiten ist, desto niedriger fallen die Konzentrationskosten aus. Du kannst deine Fertigkeiten im Bereich Charakter im Menü finden. Wie klar, gibt es irgendwelche Zeug? And did you find anything then? We discovered a certain amount of damage, sir, on the wooden part of the wharf. What type of damage? Broken barrels, mainly. We'll do whatever is necessary to have them rapidly repaired. But quite frankly, I can't imagine what Sir's mother would have been doing with them. What could Mother have been doing with barrels? Nevertheless, our search of the wharf hasn't been entirely unsuccessful, though. What do you mean? We seem to have found an object that would appear to belong to Sir's mother. A handkerchief. The handkerchief is embroidered with the initials SDR. We came to the conclusion that they are the initials of Sir's mother, Sarah de Richet. I have orders to give it to Lord Mortimer as soon as I see him. I know my mother. She's not the kind to go for a midnight stroll on the wharf for nothing. I've got to find out what the hell she was doing here. Where exactly did you find the handkerchief? On the landing dock, sir. The one you arrived by. Hier mit Rom. Ach, hier haben wir Überzeugung noch nicht erlangt. Ich mach das einfach mal. Give me the handkerchief. I'll personally show it to Lord Mortimer. Well, I've traveled hard for several days in order to get here. Yes, but... Invited by your master. No, of course, but... Because my mother went missing right under your nose. Sir, please. And having only just arrived, you refused to give me her personal belongings? Of course not, sir. It was never my intention to contradict, sir. Here you are. I must return now. It is still much to prepare in order to welcome all the guests. It is indeed your handkerchief, Mother. You must have come here for a specific reason. I need to know what it is. Let's think. What could she have been doing out here on this wharf? Ach du meine Güte, ich glaube, das Spielchen wird noch eine Runde schwer. RT, ist es das? Ja, hier können wir rennen. Ich schaue mich mal hier hinten um. Ich glaube, das ist sehr dunkel. I'll never get it open bare-handed. Heimlich. Oh, verdammt. Warte mal kurz, ich werde... Option, genau. Steuerung, Untertitel. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Was soll denn die Sprachausgabe hier? Gut, ich wollte eigentlich die Helligkeit ein bisschen höher stellen. Geht anscheinend hier gerade nicht. Dann würde ich einfach mal hier hingehen. Ich laufe. Lalalala. Oh, was ist das? Hallo? Habe ich das eingesammelt? There's no way I'm leaving without finding out about Mother.
Ist ja okay. Ach, ich kann da noch nicht hin. So, das heißt, wir müssen uns hier umschauen. This chest might belong to Duchess Hillsborough. Ja, gewiss. Und nu? Ich glaube, wir müssen... Ah, es leuchtet hier alles. Looks like a bar from an old gate. This miserable old bar has been broken fairly recently. The edges are still clean, and the tip is blackened. Without analysis to the contrary, I put my money on cannon powder. This might just come in handy. Hab ich mir das jetzt reingesteckt? Aua. Tat sich ja weh. War das jetzt reingesteckt, ganz ehrlich? A sack of seeds. It's unopened. No one seems to have used any. Ja, ist doch gut, oder? So, ich dachte, das ganze leuchtende Zeug wäre... irgendwas zum Einsammeln. It's like the barrel's been broken for quite some time. Aber okay, dann schauen wir uns nochmal hier ganz genau am Steg um. Hier hat was geleuchtet. Honey, I couldn't have hoped for better. Er freut sich über ein bisschen Honig. Da sehe ich noch was Blaues. Hallo? Genau Some das. rope. Apparently no one's touched it for a good long time. A lantern. Nothing special. Nimm's doch mit, dann sehen wir mehr. Kollege. Let's see what's hidden inside. Ah, one of the letters is stamped with the seal of the Order. And I recognize your handwriting anywhere, Mother. But who is this Samuel Ritter d'Auchois? Who are you writing to? I don't recognize the name. Let's see what's inside this letter. So, Dear Samuel, my stay on Lord Mortimer's island is going wonderfully well. As I find myself in such charming company, I plan to stay a few more weeks. Would you be so kind as to send me a gift that I'd like to give to our old friend Manuel Godoy? I would be most grateful. I have been told that he's going to join us here soon. I would like to mark the occasion. Thank you in advance. Yours devotedly, Sarah Faustine de Richet. what is your game here, Mother? Secrets, always more secrets. You never talk to anyone using language like this. Something's going on here. Who is this Samuel Ritter? And for crying out loud, who is this Manuel Godoy that you keep bringing up? Think. Godoy. Manuel Godoy. Why does that name sound so familiar? Nein. Kann ich die trotzdem auswählen? Verdammt. I'm guessing he's a man of some importance. Spanish, I'd say. But just can't put a face to him. Well, hope we meet to talk about it soon, Mother. I don't know what you've gotten yourself into this time, but I'll bet you've got a lot to tell me. Oh, das ist... Let's see what's hidden inside. Let's look. A letter written in an Oriental language. Oh, verdammt! Das ist so ärgerlich. I haven't the slightest idea what it says. Wir werden die alle nicht kennen. Der hätte mal Diplomat sein Too müssen. badly written, I can't make out the address.
Die hatten wir gerade, ne? The address is 50 Bedford Square, London. The addressee's in Sao Paulo, Brazil. That reminds me, it's about time the Order sent some envoys there. Ach du wir hätten Diplomat sein müssen und Probably a Dutchman. Redekünstler. This envelope is meant for the Vatican. Ja, seht ihr? Okkultist. Verdammt. This name sounds familiar. Prashi. No. Can't seem to place it. Wir sind blöd. An address in Cairo, Egypt. Mortimer communicates with the whole world, apparently. Ich glaube, wir können irgendwann mal wieder hier hin, um die Sachen zu untersuchen, wenn wir ein bisschen intelligenter geworden sind. Kann ich denn charaktermäßig irgendwas... Wo sehe ich eigentlich meine Punkte? Sprache wäre schön. Gewandtheit. Du kannst deinen Körper und deinen Koordinationen... Das wäre auch sehr schön. Befragung. Ich sehe leider nirgendwo die Punkte. Ich lasse es erstmal. Gibt es hier noch was, was leuchtet? Fall mir bloß nicht ins Wasser. Ich glaube eher nicht. Uns fehlen so einige Fähigkeiten. Weitere Hinweise. Ich gehe nochmal hier hinten gucken. Kann ich nicht bei der Herzogin ein bisschen ins Gepäck rumschnüffeln? Das wäre ganz toll. Aber hier brauche ich ja irgendein Geschick. Clearly, I'm not much for manual labor. Let's see if I can get it open another way. Ernsthaft? Schlossknacken wäre cool. Heimlichkeit. Schaffen wir das? Ach nein, da brauche ich... Ah! Da verschwende ich, glaube ich, 2 Punkte. There we are. Verstehe. Aber ist doch gut. Wir sollen ja nach Hinweisen gucken. Die Leuchtepunkte sind auch ein bisschen schwer zu erkennen. This looks like a pistol case, but it's empty. I don't know if this has anything to do with you, Mother, but if it does, at least now you're armed. Just like in my vision. And none of it's telling me anything useful. Gott, das ist ganz schön dunkel. Honey, I couldn't have hoped for better. Was bringt mir der Honig? Heilt der mich? This wharf is used as storage for a lot of barrels. Uh-huh. What have we here? It's cannon powder. Really? Kann ich nicht machen. It's unusable now. I don't know what the person who left this barrel like this had in mind, but it's a waste. Apparently, someone on this island has gone through a whole lot of trouble to arm themselves. I really must find you, dear mother, and quickly too. Was haben wir denn hier? Bernsteinstücke. Du hast gerade ein Bernsteinstück gefunden. Für je 5 Bernsteinstücke, die du eingesammelt, steigt deine maximale Konzentration um
um 5. Um 1. Um 5, alles klar. Amber crystals. Ich glaube, hier haben wir soweit... Fehlen uns noch 2 Hinweise, ich glaube, aber da fehlen uns, glaube ich, die Fähigkeitspunkte. Oder muss ich vielleicht, wartet mal, ins Inventar. Kann ich das nicht? Hallo? Nein? Ich würde gerne... untersuchen, aber ich glaube, das geht so weit. Nein, das wollte ich auch nicht. Kann ich gerade nicht machen. Der Diener. Schwäche Logik, Schwäche Befragung. Ah. Logik und Befragung ist seine Schwäche. Das sind wir, das ist der Priester und sie mag keine Logik. Sie mag Logik. Nee, sie ist immun gegen Logik. Also kann nicht die... Oh, wartet. Da leuchtet was. Wir haben hier ein Gilet gefunden. Die Leuchtedinger sind ganz schön schwer zu sehen. Und ich glaube, ich renne hier nochmal kurz. Das ist nichts, oder? Sieht aber danach aus. Ich glaube, soweit haben wir hier alles. Dann können wir eigentlich zum Haus. Wenn wir da überhaupt hinkommen. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, ich werde hier einen ganz kleinen Cut machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir werden in der nächsten Folge sehen, was noch auf uns zukommt. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, bis dann. Ciao, ciao.